Moin, Leflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Civ 7. Ja, ihr seht hier schon eine der angesprochenen Änderungen, die neuen Ladebildschirme. Wir sollen uns laut Tipps und Hinweisen auf Seegeländefelder niederlassen, die mit Schiffbahnflüssen verbunden sind, um weitere Nachbarschaftsbonusse zu erhalten. Ja, wir haben leider nicht so viele Seen, aber an sich ist das natürlich ein guter Hinweis. Wir haben hier unsere Anführerfähigkeit. Plus 3 Kampfstärke, wir erhalten Kultur und Gold, wenn wir eine Siedlung erobern, plus 10% Gold in allen Siedlungen, Siedlungslimit pro Zeitalter. Wir haben hier Zivilisationsfähigkeiten, wir kriegen Kultur beim Plündern, unsere Militäreinheiten sind amphibisch, wir können den Kabaka-See bauen, also wir können Kabaka-Seen bauen, das sind unsere Spezialeinheiten, das sind unsere Traditionen, ja, das sind unsere Mementos, die wir nie so richtig geändert haben. Ja. Hier geht es dann gleich weiter, wenn das Spiel hier mal weitergeht. So, da sind wir auch schon wieder. Es beginnt. Wir sind Kampala. Immer Fokus auf Kampala. Ja, ich weiß nicht, wie gut das Spiel jetzt funktionieren wird, weil wir ja nun den alten Spielstand im neuen Patch haben. Aber irgendwie wird das schon schief gehen, denke ich mal. Übrigens überlegt, dass wir erstmal die nächste Runde einläuten, aber dann möglichst bald eigentlich Atomwaffen haben wollen und hier so ein bisschen Peng-Peng zu machen. Friedrich hat das Eremitage gebaut. Ich dachte, das hätten wir schon längst. Upala. Okay, hier wird auf jeden Fall auch ordentlich bombardiert. Die jungen Männer sollen. Natürlich nicht so optimal. Wir könnten hier vielleicht mal... Ja, dann werden wir hier wohl ein paar Schlachtschiffe kaufen müssen. Hier unten sind wir gerade lustig am Plündern. Da bei uns auch nur TP, ne? Das Erobern der Siedlung gibt uns natürlich noch ein bisschen mehr Kram. Nach Kreuzer, ja, können wir leider gerade alle nicht upgraden, egal. Hier können wir unsere Stadt vergrößern, wir sehen schon Spezialisten. Bisschen schlechter. War glaube ich vorher 4 und 6. 5 und 5 und 4. 1 und 5 und 5 und 4. Und auch die zusätzliche Produktion. Diese Stadt können die behalten. Die beiden einreißen. Können auch die behalten. 1, 2, 3, kriegen wir noch Perlen. Wir behalten diese Siedlung hier mal. Ich meine, das Volk ist jetzt nicht mehr besonders glücklich, aber die fangen sich schon wieder. Luftfahrt, Urbanisierung. Kampfstärke für Infanterieeinheiten. Kampfstärke für Belagerungseinheiten. Marineeinheiten. Bessere von allem. Nahrungsgebäude, Fischerboote sind besser. Abfangreichweite für Kämpfer. Also ich nehme an für Jagdgeschwader. Okay, das braucht aber auch 8. Ne? Wir können hier unten mal ein bisschen unsere Infanterieeinheiten verbessern. Produktion ein bisschen upgraden. Solche Sachen. Wir können auch hier mal ein Opernhaus bauen für 10 und 3. Das kann man auch machen. Die Siedlung wird hier belagert. Und wem denn? Wir sind verbündet. Batuta und ich sind Best Friends. So, dann ist das der Kollege hier, oder wie? Oh nein, ein Haiführer greift uns an.
Ach, hier unten greifen so ein Kürassier an. Na gut. Hier wollen wir noch ein bisschen plündern eigentlich. Leider auch nicht geheilt. Hier tatsächlich. Eigentlich dahin fahren. Ach nein, jetzt hat er das Stadtzentrum angegriffen. Das sollte er natürlich nicht tun. Naja, gut. Jetzt auch zu spät. Wahrscheinlich werden wir da den Panzer jetzt leider verlieren. Der See hier, der Kabaka-See ist ja extrem stark. Gefällt mir. Welche Siedlung wird belagert? Ja, du bist belagert, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Das glaubst du oder nicht? Wir könnten hier mal runterfahren. Dann nehmt mal ruhig den Anführer hier mit. Du hast einen Panzer, du bist der Anführer. Während ihr hier mal ein bisschen die Stadtbezirke bombardiert. Du könntest mal nach da fahren und du könntest mal nach hier fahren. Wir haben hier auch noch Städtchen. Nicht Städte, sondern Panzer. Wir haben hier sogar noch Bomber. Wer soll da mal reinfahren? Wir können hier halt auch wirklich noch ordentlich plündern. Können wir auch nicht einfach nicht machen. Wir können allerdings mit der Haubitze ein bisschen die Stadtbezirke hier beschießen. Dann haben es die Panzer vielleicht nicht ganz so schwer hier durchzukommen. Der Flugplatzkommandant ist ein Level abbekommen. Das ist doch nett. Flächenbombardement gibt mehr Kampfstärke, das ist auch gut. Wir haben hier einen neuen Gemeindefokus. Ah, hier, guck, Ferienort. Gibt nur noch ein bisschen Einfluss, aber ein bisschen Einfluss ist noch besser als kein Einfluss. Und hier so ein Alpaka-Ding bauen. Wir haben hier einen Migranten, der kann dafür sorgen, dass wir da einen Bauernhof kriegen. Okay, den müssten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen upgraden. Wie viel brauchen wir denn? 1000. Warum läuft da eigentlich ein Händler durch unser Gebiet? Erstmal so ganz diskret fragen darf. Alles täuscht, sind wir nicht so richtig miteinander verbündet. Nee, warte mal. Doch, wir sind doch mit denen im Krieg. Schlachtkreuzer und Linienschiffe haben wir hier. Ist auch noch ein Migrant, der kann hier ein bisschen. Die bringen nämlich ordentlich Boni. Der buddelt da schon, das ist noch gut. Schlachtkreuzer haben wir hier noch über.
hier ein bisschen die Stadtverteidigung auseinanderballern. Okay, du scheinbar nicht. Du kannst nur plündern. Auch gut. Du scheinbar auch. So, der Bezirk ist erobert. Das ist zwar kein Bezirk, aber wird trotzdem jetzt drin. Wir haben hier einen Panzer. Oh, der Panzer könnte hier auch Kultur und Nahrung und Lebensmittel, ja, Nahrung und Lebensmittel, genau. Und Kultur und Trefferpunkte kann er da plündern. Ikawiki. Ja, du bleibst erstmal, was du bist. Du auch. Flottenkommandeur kann hier noch ein bisschen was kaputt machen. Die Panzerabwehrkanone kann da ein Nickerchen machen. Nein, wir haben eine Einheit verloren. Nein. Wusste es. Und wurde Hm. Natürlich nicht schön, ne? Aber im Krieg passieren Unfälle. Du erschießt nicht der Flottenkommandeur, der Schlachtkreuzer. Machen wir da die Stadt kaputt. Sei, dass ihr nicht nach da hinten schießen könnt. Ich will wirklich sagen, ne? Das ist ja verrückt. Plündern. nicht von dem Wohl. Kriegen wir auch den Kapitalismus. Plündern. Plündern. Du kannst den Stadtbezirk nicht angreifen. Plündern. Plünderungen stehen auf der ersten Tagesordnung. Ganz oben. Wollen wir die Stadt eigentlich haben? Warte, wollen wir auf die nicht haben. Da wollen wir wohl so ein Dapura haben. Dann sollten wir das vielleicht gar nicht unbedingt so exzessiv kaputt plündern. Möglicherweise ist dafür der Zug jetzt aber auch abgefahren. Auch hier gehen mir so ein bisschen die Felder verloren. Oh, wir haben den Platzkommandanten. Super Sache das. Oh, Schule. Wir haben Bahnhof, dann kannst du jetzt echt eine Fabrik bauen. Wir haben hier den Flugplatzkommandanten. Der ist auch ganz brauchbar. Ja, eigentlich ist er es nicht wirklich, aber. Was bist du denn? Oh, du bist diese Stadt hier. In ein paar Verteidigungsanlagen, ganz praktisch.
Schlachtschiff kann nur den Heerführer hier versenken. Das tut es aber dann auch dafür ganz gut. Wir haben eine wehrlose Siedlung. Glaube ich ehrlich gesagt weniger, dass die wehrlos ist, aber naja. Du kannst das hier mal plündern. Du kannst hier mal gesund plündern. Du kannst hier Wissenschaft und Kultur plündern. Da ist auch die Forschung schnell abgehakt. Ressourcen. Na, dann nimm doch die. Brauchen noch ein paar mehr Fabrikressourcen. Was ich? Nimm Liberalismus. Passt schon, würde ich sagen. Der Mawawi. Du hast hier die Befehlsreichweite, dann kriegst du jetzt die Kampfstärke. Noch eine neue Tech machen. Kampfstärke für Marineeinheiten ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ah, wir nehmen jetzt die besseren Flugzeuge. Deine Aufgabe hier, mein lieber Kreuzer. Ich meine, du sollst da Little X aufeinander schießen. Wir halten dies. So, weil ich das Ganze abgegradet habe, ist das natürlich jetzt besser geworden. Plus Kultur und alles Mögliche für ausgestellte Werke. Kann den nicht plündern. Weiß Gott warum. Das riecht schon wieder buggy, aber ist der auch gar nicht wirklich da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, ihr geht alle mal schön hier in den Kommandanten. Und können wir euch alle upgraden. Dann fahren wir hier runter. Prophetstown, Kitu, Bayeux. Das alles kaputt machen. Sprengen wir so ein paar Stadtbezirke hier. Das ist auch völlig in Ordnung. Ein Landfahrzeug steht und... Achso, das hat hier das Geschütz, was da stand, kaputt gemacht, ne? Das ist natürlich nicht in Ordnung. Da reinfahren. Bezirk erobert, sehr gut. Die Kreuzer können mal... Der Kreuzer kann da reinfahren. Die Haubitze kann sich hier auch mal ausbreiten. Und ihr fahrt weiter bei Palipatura vorbei. Oh, du gehst mal noch die Stadt, die wir als nächstes erobern werden. Ja, wir hier erkunden. Wir haben jetzt eigentlich überall... Ja, wir haben überall im Museum große Werke. Hier sehen wir übrigens 5 Runden. Endet unsere Feier. Gehen wir mit irgendeinem Krieg. Untrack hat Friedrich den Krieg erklärt. Ihr macht auch immer nur Krieg. Guckt euch doch mal ein.
Panzerabwehrgeschütze ballern hier um sich. Wir haben ein Artefakt gefunden. Wir haben hier ebenfalls ein Artefakt gefunden. Das ist sehr schön. Bauen wir hier noch eine Fabrik. Das ist auch sehr schön. Ich lasse mir jetzt hier mal auf die Menschheit los. Dass die Angriffsgeschütze hier ordentlich wüten. Ich sag, glaube ich, dass ich mir dann diese Stadt da hole. Es nervt mich langsam, dass die da immer wieder von vorne aufgebaut wird. Wir bauen hier eine Rundfunkstation. Denn in Galakamul sind die Leute unglücklich. Und das mag ich nicht. Hier haben wir auch noch keinen Bahnhof. Das können wir auch ändern. Wir haben keine Ressourcen, die wir hier neu zuordnen können. Wir haben hier allerdings noch einen Erkunder. Der kann irgendwo was erkundern. Da stehen schon ein Haufen. Da. Da könnte er noch hin. Aufwerten. Keine Ahnung. Schießt ihn kaputt. Steigst du auch ein Level ab, wa? Gibt's denn sowas? Leute um den herum heilen sich schneller. Nö, du brauchst eigentlich nichts erobern da. Was heißt erobern? Du brauchst eigentlich nichts kaputt machen. Ihr könnt hier runter nochmal fahren. Jetzt schießt den Stadtbezirk da. Plünderst. Du zerschießt die Gewehrinfanterie. Du fährst da mal rüber. Okay, den Stadt... Ach nein, ich habe nicht geguckt, ob ich fertig geplündert habe hier alles. Der kann noch plündern. Der kann auch noch plündern. Aber wir sollten jetzt mal echt die Stadt erobern. Ich glaube, es kommt jetzt günstiger, die Stadt zu behalten und dann nicht alles kaputt zu plündern. Möglicherweise. Bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so vielleicht besser für uns läuft. Gibt hier noch irgendwo Relikte, die wir ausgraben können? Oh, können hier auch noch erforschen. Theoretisch wenigstens. Praktisch schwierig. Denn uns hasst da alles. So, nach da. Da. Ins Wasser. Und bitte bereit machen. Heil dich hier mal.
Hier geht jetzt das große Plündern los. Plündern, plündern. Die Idee der Vielleicht mache ich das mit der Kultur raus. Das mal raus. Nee, Zufriedenheit bleibt erstmal. Aber plus 2 Kulturen Zufriedenheit für ausgestellte Werke ist ja auch gut. Zwei Gold und 1 Zufriedenheit für jede importierte. Ja gut, wir importieren nicht so viel, ne? Eigentlich importieren wir quasi gar nichts. Könnten Madrid in eine Stadt umwandeln. Da fallen mir noch ein paar andere Orte ein. Lipatura ist schon eine. Haben wir auf unserem Home-Kontinent nicht auch lustig erobert? Das zum Beispiel. Weil wir erobern hier auch gleich Cusco. Oh, Cusco. Ah doch, Cusco wollen wir haben. Ja, dann behalten wir das Geld für Cusco. Hast nicht so viel Produktion hier. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir könnten ja Panzer bauen. Du hast nicht so viel Produktion, weil du nicht so glücklich bist. Vielleicht ein bisschen glücklicher. Du machst erstmal nichts. Du wirst erstmal aufgewertet. Du kannst auch erstmal nichts machen. So, der ist jetzt hier rausgefahren, um das zu plündern, oder wie? Auch nicht so echt schlau, aber egal. Du kannst die Stadt da wegbomben. Das ist dein ganzes Lebensziel. Du kannst hier ein paar Schiffe rausholen. Deren Lebensziel ist es, diese Stadt da zu bombardieren. Und der preise ich aber nieder. Die will ich nicht behalten, die Stadt. Ach, das Landfahrzeug habe ich auch verloren. Na gut. Ihr müsst wissen, was er da tut. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Kann natürlich auch noch ändern, aber Gott, für die 60 Kultur. Die ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Mal. Labore. Rundfunkstation, aber ihr seid ja nicht ganz glücklich, aber ein Hafen. Hafen wäre doch mal ein Hit. Ihr baut hier mal einen Bahnhof.
Ganz hier oben, ne? Schulen. Hier sieht mir aus wie Leute, die eine Schule brauchen. Auch im eigentlichen Sinne kein Kompliment, oder? Das sieht doch alles in Ordnung aus. Ihr seid unglücklich hier. Das denke ich mir. Hm. Plündern, plündern. Fahrzeuge und sonstiges hier eingliedern. Okay, damit kriegen wir Streuschüsse. Können die Kampfstärke weiter erhöhen. Was? Ich glaube, da ist hier noch ein Bomber. Bomber ist noch nicht so teuer. Heilen ist wichtig. Stadtbezirk hier sprengen ist auch wichtig. Gesehen hätte, dass die Schiffe hier sind, hätte ich das vielleicht noch anders gemacht, aber naja. Stadtbezirk, Stadtbezirk, reinfahren. Ja, du kannst das mal ein Nickerchen machen oder was weiß ich. Da ist noch ein Kreuzerchen, der hier runter muss. Und hier ist auch noch ein Schiffchen, das da runter muss. Der Flottenkommandant macht nichts. Und erstmal heilen. Wissenschaft plündern. Oh, hier kommt noch ein Level up. Das ist natürlich immer schön. Das. Vielleicht kriegen wir den noch zum Plündern. Nein, das wollte ich nicht. Behalte ich die Stadt einfach, meine Güte. Oh, du hast gar keine... Du hast gar kein Schiff, das dich hier unterstützt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach nein. Ich wollte eigentlich gerade alles plündern, was hier noch so geht.
Der Flottenkommandant ist ganz ordentlich. Aber 2 weitere Einheitenplätze nehmen. Wir nehmen hier das noch. Hier noch zusätzliche Reichweite. Vielleicht gesehen. Zusätzliche Reichweite, das ist ja extrem gut. Guck, da will jemand mit mir handeln. Und ich habe Eisenbahnmagnat abgeschlossen. Gewissermaßen kriegt er immer mal wieder Migranten dahin gefahren. Ein Opernhaus. Baut doch mal ein Opernhaus. Ein Labor. Ein 10er Labor. Da baut das hier keiner. Und wieso haben wir noch 10.000 Weltwunder, die keiner baut? Ups. Oh, bau mal einen Eiffelturm. Das ist natürlich interessant, dass wir hier noch einen Haufen Wunder bauen können. So, wir könnten auch den Kultursieg einfach erringen, ne? Ja, wollen wir den Kultursieg machen? Ich wollte eigentlich noch ein paar Atomwaffen bauen, aber das können wir auch beim nächsten Mal noch machen. Ja gut, aber sollen wir jetzt mit dem hier die Ding bauen? Das ist doch Quatsch. Wann können wir denn... Ich muss gleich mal beim nächsten gucken, wann wir endlich Atomwaffen bauen können. Kann ja so lange nicht mehr dauern. Wir haben übrigens ziemlich viel Einfluss. Schieße ich das Ding hier auseinander. Dann geht der da rein. Dann behalten wir Cusco. Und das Städtchen hier unten, das behalten wir auf jeden Fall nicht. Weil ich nicht weiß, ob wir Hauptstädte einreißen können, aber wir hoffen das jetzt einfach mal. Ah, mehr Erträge durch Plündern. Endlich. Wir erobern hier gerade ganz schön wild vor uns hin. Muss man auch schon mal sagen. Ach, Chakamul, du kannst ja jetzt auch irgendwas haben. Hier, dann nimm das. Schnelle Einheiten produzieren, ist gut.
grundsätzlich zumindest. So, ja. Dann haben wir das erobert. Der hat hier seine Ruhe. So, Freunde. Diesen Zug. Ach, bin hier noch. Plündern. Plündern ist alles, was wir wollen. Dann Commander, dass du nicht plündern kannst, ist mir klar. Ah, nix. Jetzt auch nicht rein, ne? Hier noch Kultur und sowas uns ergaunern. Eine Jagd auf die Heerführer etc. Jetzt legen wir den Kyras hier. 8 Schiffe gegen Ponys. Klingt fair. So. Rein in die warme Stube. Halt. Wohin? Mir ist das egal. So, die Stadt auch noch erobert. Da wieder rein. Nein, wir wollen das nicht behalten. Wir machen das hier noch kaputt. So, nächste Runde. Ich würde sagen, Freunde, den Rest und das Ende dieser Kampagne machen wir dann beim nächsten Mal. Weil wir behalten. Ich will das gar nicht haben. Gut, wir gehen hier erstmal keinen Krieg mehr. Ja, Freunde, also ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, da einen Kommentar, ein Abo. Ihr kennt das Spiel. Und bis dahin, ciao.